Hier, moin. Im heutigen Video werden wir uns die kompletten News für Fortnite Competitive für 2022 anschauen. Was für ein FNCS-Format, etc., was für Turniere kommen. Gestern Abend um 21 Uhr hat Fortnite einen Livestream gemacht und hat dort sehr, sehr viele Ankündigungen gemacht. Mein Cut hat mir alles runtergeschnitten auf die wichtigsten Sachen und wir werden uns das Ganze anschauen. Falls euch so ein Video gefällt, lasst gerne ein Abo und ein Like da und dann gehen wir auch schon rein ins Video. Yeah, 2021 was an incredible year for Fortnite. In chat, I see the spam, I see the emote spam. I know what you're here for. You're here for the announcements. So you do not have to spam anymore, or actually maybe increase it, because this is announcement number 1. Let's take a look. Ich bin mal gespannt. What's up, Fortnite fam? Zeke Zeke here. I'm really excited to share a couple of updates on Fortnite Competitive with you today. Before we get started, I wanted to take a few seconds to reflect on this year. In 2021 to date, we've had millions of unique participants across all tournaments. In total this year, so far, all of you have played in over 100 different named tournaments across over 1,000 different tournament sessions. We see your drive and passion to compete, and we're thrilled to continue to support this community and our open ecosystem. Thank you for your support for Fortnite Competitive. So, next year, we are planning hundreds of additional tournaments for you, all directly in-game for you to participate. Das heißt, es sind jetzt schon 100 Turniere angekündigt. Das ist ja eigentlich so 100 plus Turniere, darf man nicht vergessen. Könnte man vielleicht so ungefähr auf 100 PC-Turniere machen, würde ich jetzt schätzen. Es gibt ja immer noch so Konsolenturniere, die zählen ja auch mit. Also ich jetzt als PC-Spieler zähle dann so ungefähr so alle 3 Tage ein Turnier. Man darf aber auch nicht vergessen, dass halt oft ist auch ein Duo-Cup oder als Beispiel ein Trio-Cash-Cup und ein Trio-Hype-Cup gleichzeitig. Das sind ja auch schon mal 2 Turniere an einem Tag. Also wird es wieder so ungefähr so alle 4 Tage ein Turnier geben. Ist auf jeden Fall sehr, sehr chillig. Vielleicht auch alle 3, wenn sowas wie Daily Cups kommt. Das wäre cool. Also jetzt auf 3 runtergerechnet, natürlich sind Daily Cups jeden Tag. And compete in for 2022. I'm talking Cash Cups, Console Cups, LTM Creative Mode Cups, Item Shop Cups, Cups you ain't never seen before. We're doing it all next year. Also so Turnierformate so wie sonst immer. FNCS will return again next year. FNCS, Running an richtig. entire year of trios was super fun to watch storylines, skill sets develop, and over time it accomplished our goal for a more consistent yearly experience for the best players in the world. But hey, it wouldn't be Fortnite Competitive without a little shakeup. So for 2022, it's all about twos. FNCS next year will be duos for the whole year. Ganzes Jahr Duo FNCS finde ich viel besser als Trio. Bin ich mal gespannt. To announce this super early today, so you had plenty of time for your perfect duo partner before we kick off the next year. Ich bin getriggert. So there you have Okay, it, wir haben everyone. Duo Hundreds of new FNCS. tournaments coming, but probably more importantly, it's going to be duos all. Duo FNCS habe ich schon sehr Bock drauf. Ich glaube, beziehungsweise ich weiß, ich habe für mich immer gesagt, ich glaube, Duo ist immer der beste Modus zum Spielen. Du kannst halt so 2 gegen 1 Situationen könntest du noch klatschen, kein Problem. 3 gegen 1 ist halt immer sehr, sehr schwer, besonders wenn du gesprayt wirst. Und es ist halt viel, viel einfacher, Mates zu finden. Ich fand, also dieses ganze Jahr Trio war ja, also mit Trio-Mates war ja irgendwie ein bisschen Pech anscheinend. Finde ich aber cool. Tournament Breakdown, okay. Let's talk about next year's Duo FNCS. Like this year, you can expect an FNCS to run during each new season of Fortnite. We found that 2 qualifiers is a sweet spot for narrowing down Fortnite's best in each region, and opens us up to having more tournaments outside of the FNCS. The top duos at the end of these qualifiers will still skip semifinals and advance directly to the finals. And for those who don't advance directly to the finals, we still want to reward consistency of play across both qualifiers. So, series points will continue to be awarded to those teams who don't directly qualify each week. The top duos on the series point leaderboard will advance normally and participate in the semi-finals. This season, you saw us experimenting heavily with highly valuing Victory Royales in the semi-final stage and beyond. Our intent is to continue to explore ways to provide value for obtaining a Victory Royale in set lobbies where we can. We want to continue to lean into those big moments for all players and fans, regardless if you've watched 100 tournaments or if you're catching your first one right now. With this in mind, our FNCS semifinals and finals have some significant changes planned for next year, incorporating some player and fan feedback as well.
Semifinals will now consist of only a single heat, aka Oh. a single lobby. Semifinal, This series of eine semifinals Heat nur. matches will fill out the Eine remaining Lobby. spots for the finals through new tournament tech that will enable a hybrid mix of how players advance to the next stage. Every match will advance the team that obtains a victory royale in a single match immediately to the finals. But the Das heißt, wenn du in den Heats einen Win machst, bist du direkt in den Finals? Heat, ein Win gleich Finals. Wenn ich das richtig verstanden habe. Okay. normal semis tournament is still proceeding simultaneously, and at the end of the day, the top consistent duos on the daily leaderboard will also advance to the finals. On Thursday and Friday, we'll repeat this and backfill the empty spots of all those who advance out to the finals from the new teams who are next in lines on the series leaderboard ranking. Also, korrigiert mich in den Kommentaren, wenn ich falsch liege. So wie ich das verstanden habe. Es qualifizieren sich die 33 dann für die Heats. Es gibt eine Heat mit einer Lobby. Wenn du da konstant spielst, qualifizierst du dich. Wenn du eine Runde gewinnst, qualifizierst du dich auch für die Finals. Und das Ganze geht dann über mehrere Tage. Je mehr qualified sind, desto mehr rutschen vom Consistency Leaderboard dann wieder in dieses Ding rein und können dann am nächsten Tag spielen, wenn sie Glück haben. Beziehungsweise wenn sie halt drin sind. Das heißt, desto besser du playst, desto mehr Möglichkeiten hast du ins Final zu kommen. Bist du knapp in Serious Points drin, hast du weniger Chancen, aber hast trotzdem die Chance. Finde ich vielleicht ganz cool. Müssen wir mal gucken, wie die Ausführung davon wirklich So ist. what this means is the teams ranked higher on the series leaderboard will have more daily opportunities to Ja, break genau. into the finals through a Englisch mix Profi of Harmii. different methods, Richtig und awarding both richtig. consistency and pop-offs in the moment. We also hope this will narrow down our focus for the broadcast, so we can cover more of the total semifinals action. Semifinals isn't the only thing we're changing for next year. We are updating our tournament system in another way to utilize another brand new format for the FNCS finals Neues called Format. Match Point. You guys, you're here for something else. Okay, ist You're auf jeden here for Fall the ein third sehr, sehr chest großer to open Change, up, was our third Formate announcement angeht. of the Hype Hour. So you know what? Let's not wait anymore and let's get right. Weiß ich nicht ganz genau, ich bin ein bisschen klein, was ich genau von allem halten soll. Ich finde einiges davon cool. Einiges müssen wir angucken, wie es in der Ausführung aussieht. Ich will jetzt auch nicht viel um den heißen Brei rumreden. Ihr wollt die Informationen alle haben. Jetzt kommt das dritte Announcement. To it. Competitive for all, habe ich das richtig gelesen? Alright, now let's dive into the rest of our online tournament plans for next year. Previously, we featured competition for different skill levels of play, but we had to put that on pause while we worked on other initiatives. I'm here to announce that we are bringing back this important type of Fortnite competition. We want the message to be clear. Competitive Fortnite is more than just the FNCS, or for the top 1% of players. Starting next year, all Cash Cups will be run simultaneously alongside divisional tournaments for each league of play. As an example, while the Solo Cash Cup is running for all champion level players, a separate Solo Cup will be running at the same time for all contender level players. Also, es wird Solo Champion Cups geben, aber gleichzeitig auch Contender. Leute, die nicht viel Arena As gespielt our haben. tournament technology improves, we're also looking to apply this simultaneous divisional play throughout multiple different tournaments throughout a typical week. Now, speaking of Cash Cups, these will now mostly run across 2 rounds next year for increased integrity when cash is on the line. Some more quick good news, we're also looking at bringing back Daily Cups next summer too. We're Daily Cups, ey, Fortnite, ich küsse deine Füße. Daily Cups immer das Beste. So. Dann, wenn ich das richtig verstanden habe, ein Cash Cup, wenn es um Geld geht, ist ein Cash Cup, dann besteht der aus 2 Runden. Jetzt, nur mal ganz kurz. These will now mostly run across 2 rounds next year for increased integrity when 2 cash Runden is on Cash the Cups. line. Some more Ich quick bin wieder im good Weg, weil news, ich zu we're dick also bin. looking at Sorry. bringing back Daily Cups next summer Daily too. Cups? We're looking at ways to ensure all these have divisional play as well. In addition to maybe having some tournaments run multiple times in a day to accommodate all players, regardless of what their personal schedules may be. In short, we want to do all the things. We've got more things planned too, from collegiate and high school tournament series to new formats and unique cups to completely new competitive features and surprises later in the year for everyone. Finally,
We're excited to include more amazing external tournament organizers, groups, and partners into our weekly calendar of events. Our goal is to continue to strive towards an open space for limitless kinds of competitive events for all skill levels and types of mastery in Fortnite. Whether you're a veteran or brand new to competitive, we hope you will find something that you enjoy competing in next year. Sehr cool Liste, das Announcement, finde ich. Go for it, Z. All right, cool. Okay. You guys, thank you so much for coming on. That wraps up the Hype Hour. We hope you've Hier noch mal enjoyed kurz all rein. the announcements. And look, I know you guys have a lot of questions, but make sure you guys keep it locked on our social channels. It's a great place to keep up to date with all things. Now, Stimmt. Viele fragen mich auch immer im Stream, wo ich die ganzen Infos her habe. Ihr müsst einfach nur auf Twitter Fortnite Competitive folgen. Soll ich mal ganz kurz gucken? before we go, I just want to say one last thing. As the world begins to return to a more normal, whispers of in-person events have been spreading throughout the community. As you guys have probably already seen, we're starting our learning and exploratory phases with select partners and tournament organizers. Our goal is to safely reintroduce in-person events back into the community, but while also being able to pivot as the world makes daily adjustments. Player health and safety is always going to be our top priority when working and considering on any in-person event. We still have our online-only policy in place until we have completed this important evaluation phase. So for right now, all that we ask of you guys, Fortnite fam, is, of course, your patience from you, our partners, as well as we work through this evaluation process and then eventually reintroduce broader and in-return in-person events. I mean, I'm excited for it. As always, 2022 has an exciting few little things on the way for you. So please make sure you guys check out the Twitters, of course, all of our channels. FN Competitive is a great place to keep up to date. Make sure you guys check that out. Tomorrow, we kick off the Grand Royale. Make sure you come back for that. It's going to be a crazy tournament with some really fun shakeups to the format as well. Fortnite fam, we love you, and I'll save you a seat on that battle bus. We'll see you guys tomorrow. Also, ich habe das nochmal aufgeschrieben, um euch das so grob nochmal zusammenzufassen. Dieses Jahr wird es wieder 100 plus Turniere geben. Sehr nice. Viele Turniere sind immer gut. Das komplette FNCS-Format wird sich auf Duo fokussieren. Pro Jahr sind meistens 4 Seasons. Das heißt, wir werden 4-mal Duo-FNCS ungefähr wieder haben. In der Hoffnung, dass natürlich auch am 7. Dezember dann neues Chapter beginnt. Ist aber eigentlich schon so gut wie durchgeleakt, dass es kommt. Ich will aber dann, ich nehme da keine Verantwortung für. Es gibt pro FNCS, gab es ja einmal 3 Qualifier, außer jetzt beim letzten gab es 2 und das wollen sie auch übernehmen. Es wird weiterhin 2 Qualifier geben. Die Top-Duos von den Consistency Points skippen das Semifinal und sind, glaube ich, direkt in den Finals drin, durch Consistency Points. Dann wird es wieder Cash Cups geben, ganz normal. Nur, dass sie diesmal wieder über 2 Stages gehen, die meisten. Ich glaube, der meinte nicht alle, aber viele. Das ist auf jeden Fall auch cool, dass es wieder mal angenommen macht als Beispiel die Top 500 kommen ins Final oder sie machen wirklich die Top 100, bekommen kein Preisgeld, sondern spielen dann in einer stackten Lobby. Finde ich persönlich, hat ein bisschen mehr mit Skill zu tun, wer dann mehr Geld bekommt, als wer dann im Cash Cup die 30er-Bombe droppt, weil im Cash Cup laufen halt auch ab und zu Bots rum, ist einfach so. Dann wird während den Champion Cups gleichzeitig auch Contender Cups laufen, für Leute, die nicht so gut sind und Champion nicht erreichen. Aber dann können sie auch Turniere spielen, um denen vielleicht Turniere schmackhafter zu machen. Die practicen mehr, spielen dann auch die anderen Turniere mit. Und es gibt auch Open-Level-Cups für Leute, die kaum Arena spielen. Bin ich auch mal gespannt. Ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass viele sich einen neuen Account erstellen, um diese Turniere dann zu spielen, was an sich eigentlich nicht erlaubt ist. Muss man aber gucken, wie Epic Games damit umgeht. Und ich glaube, er meinte, im Sommer werden Daily Cups wiederkommen. Ich kann mir gut vorstellen, dass die das in den Sommerferien machen oder vielleicht sogar schon ein bisschen früher. Habe ich auf jeden Fall sehr, sehr Bock drauf. Ich fand persönlich als Streamer, fand ich Daily Cups immer am besten. Du hast jeden Tag Content, du hast jeden Tag ein Turnier als Spielen. Ist cooler als Arena zum Zuschauen für die Zuschauer und ist auch, glaube ich, cooler für Leute auf YouTube zum Zuschauen. Ich glaube, das waren so grob alle Änderungen. Es wurde leider kein World Cup announced. Das ist sehr schade, finde ich. Andererseits meinten sie, es könnte noch was announced werden. Jetzt nicht bezüglich World Cup, sondern für allgemein LAN-Events. Aber deren Priorität ist halt wirklich einfach auf die Sicherheit da zu gehen. Natürlich kann so Valorant, da laufen dann, weiß ich nicht, 10 Teams rein, sind dann 50 Leute.
Kann man machen. Sind halt 5 Leute oder 10 Leute gleichzeitig auf der Stage. Bei Fortnite mit einer 100er Stage wird halt auch sehr, sehr schwer. Was nicht ist, kann noch werden. Aber ich glaube, in 22 wird das dann leider mit dem World Cup auch nichts. Aber es könnte sein, denke ich mal. Dann würde ich sagen, falls euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Abo und ein Like da. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder.